So, hallo, wir sitzen jetzt hier gerade in dem schönen Gatte vom Karl-Heinz und erstmal danke, dass ich heute da sein darf. Sowieso, ja. gerne. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen was über die Anlage natürlich erzählen, die wir immer mal wieder einblenden. Und ich glaube, das Interessanteste, wann hast du angefangen hier zu bauen? Ja, das war wirklich so. Also das ist ein Monsterprojekt geworden, hätte gar nicht so ausarten sollen, aber wie gesagt, hauptsächlich durch meine berufliche Tätigkeit als Lokführer und Fahrdienstleiter war das eigentlich immer schon zu Hause. Die meisten sagen, ja, was tust du dir hier an? Du fährst ja die ganze Woche, bist du am Bahnhof, bist du auf der Lok und ich bin ja auch Ausbildner und habe eben dann hier in meiner Freizeit dann wirklich gemeinsam eben mit meiner Familie, eigentlich meine Tochter und meine Freundin, die haben das auch immer mit unterstützt, mit Bäumchen pflanzen und so weiter, haben wir dann 2018 mit dem Bau dieser Anlage begonnen. Also im Schattenbahnhof erst oder habt ihr draußen? Aber wir haben wirklich mit einem Bahnhof habe ich da begonnen, mit einem dreigleisigen Bahnhof. Ich wollte mal testen wirklich, wie ist die Unterstruktur, wie gehe ich das Ganze an. Man hat sich natürlich vorher eingelesen und so, was wäre das richtige Material und so. Und das hat sich bewährt. Und du hast ja heute schon selbst gesehen, dieser eine Bahnhof hier, wo die Schienen wirklich top geschottert sind, das ist seit 2018. Okay. Also seit vor 7 Jahren eigentlich entstanden. Also wir haben hier aber auch einen Betonuntergrund, ne? Es ist so, wir haben ein Schotterbett mit ca. 40 cm Frosttiefe, wo es einen groben Schotter gibt und der wird bis oben hin zum Splitbett immer feiner. Und dann liegen hier, das kommt auch von der Bahn, von der echten Bahn, gibt es diese Kabelschächte. Man kennt das neben den Gleisen so ran gebaut ist. Diese Kabelschächte wurden öfters einmal abgebaut. Und ich hatte oft einmal Dienst als Arbeitszuglokführer mit dem AZ sozusagen, mit dem Arbeitszug. Und da haben die Deckel einfach weggeschmissen. Ich sage, was macht ihr mit denen? Ja, die werden entsorgt. Ne? Ich passt, legt sie hier von Haufen, ich hole sie dann am Wochenende ab. Und diese Deckel habe ich dann wieder verwendet, habe sie unter den Gleisen hingelegt. Und diese Deckel haben eine wunderschöne Nase und die habe ich dann wieder verwendet als Bahndamm. Dann geschottert und mit Kiesverfestiger und Bodenelastkleber elastisch quasi verklebt. Somit kann es bei Sommer-Wintertemperaturen wirklich schön arbeiten. Und das Gleis hat bis dato keinen Schaden. Ja, das ist nämlich oft ein Problem bei Gartenbahnen, wenn die einfach nur so in Schotter gelegt werden oder auch in den Grund gelegt werden. Nach ein paar Jahren ist es eigentlich, fängst du von vorne an. Ne? So ist es, ja, und das will man sich ersparen. Ne? Und das haben wir jetzt hier ja gar nicht. Ne? Also wenn wir hier mal drüber gucken, ihr seht ja auch immer mal, blenden da ein paar Videos ein von den fahrenden Zügen auch. Das ist hier gar nicht der Fall. Also es ist wirklich top gebaut. Was haben wir denn an Gleislänge hier? Ja, wir befinden uns jetzt bei diesem Status des Ausbaus bei 810 Meter Gleislänge. 93 Meter sind noch im Schattenbahnhof verbaut. Und es fehlt noch ein kleines Stück, es soll noch eine Schleife entstehen hier an dieser Seite, das man jetzt nicht so unbedingt sehen kann. Aber dazu musste mal der Spielplatz meiner Tochter weichen, also die ist jetzt schon älter und braucht das nicht mehr. Das auch wurde von mir eingenommen sozusagen. Ja. Und hier kommt noch eine unsichtbare Schleife, wo ich dann die Züge nicht Kopf machen muss sozusagen. Du hast ja noch ein bisschen Platz, ne? Ein bisschen Platz, also es sind noch 1000 Quadratmeter über, aber es warten auch, ich habe es dir heute schon erzählt, ca. 300 Mini-Bäumchen, die warten auf den Frühjahrsschnitt. Also diese Bonsai-mäßigen Bäumchen wollen auch gepflegt werden und da bleibt der Bau der Gleisanlagen etwas Ja klar, also etwas das ist zurück. ja natürlich ein Mega-Projekt hier. Ja. Und wie viele Züge hast du denn hier im Einsatz? Es ist so, im Schattenbahnhof sind 96 Garnituren abgestellt auf 3 Etagen, wobei ich hier österreichische Fahrzeuge habe, alles in Epochen aufgeteilt. Wir beginnen mit Epoche 3 bis zur heutigen Epoche, was ja noch schmalspurmäßig, muss man sagen, in Österreich übergeblieben ist, ist ja leider nicht viel. Ja. Aber das meiste spielt sich in den 60er, 80er Jahren ab, so in diesem Bereich. Und ich habe auch natürlich einen eigenen Bahnhof, einen Abstellbahnhof, wo sich eben so bestimmte deutsche Schmuckstücke auch befinden. Harzer Schmalspurbahn, die Ballerina und so, was man halt so hat. Ja. Genau. Oder eben einmal eine schöne Dampflok, die in Nasenroland oder so. Ja. Aber man sieht natürlich schon überwiegend, es ist schon viel ÖBB. Es ist österreichisches Schmalspurkonstrukt, also alles, was in Österreich gefahren ist, ist mein Motto. Das heißt auch Steiermärkische Landesbahn, Zillertalbahn kennt man vielleicht, der berühmte Steinzer Flascherlzug, wo auch die LGB Steins 2 herkommt.
Diese Ortschaft befindet sich ca. 30 Kilometer von hier. Ach, das ist ja Da super, kommt die Steins her. Ja, Ja, also ja, wirklich die das Steins. wusste ich gar nicht. Das ist in Steins, ja. Ja. Und ich war ja, oder bin ja auch selber Dampflokführer und durfte auch mit dieser Reihe U, da habe ich auch meine Dampflokzeit verbracht im Nosagi-Sektor und bin mit der Lokomotive gefahren. Habe dann teilweise beim Anbrennen der Lokomotive, es dauert ja ein paar Stunden, bis die Lok warm ist, auch am Modell herumgebastelt, ja, und habe jetzt 18 Stück von diesen Baureihen U im Einsatz. Also man muss auch dazu sagen, die Loks sind hier auch alle gesupert. Ne? Entschuldigung, du hast erzählt, Ja. dass sich auch der Lokführer teilweise Ja, dreht. der ne? Lokführer dreht sich quasi mit der Fahrtrichtung mit, per Servo oder ein Heizer schiebt mal hinein, wenn gerade das Geräusch der Kohleschaufelung stattfindet oder eben, Vielleicht können wir das noch zeigen. ja, sicher zeigen wir dann noch, Ja, aber ein kleines Video davon. genau, und Entkupplung vorne und hinten sowieso, Ja, also das ist alles dran. Und steuern tust du das mit iTrain Ja, hauptsächlich? ich hatte ja vor ein paar Jahren mit dir schon die Ehre und zum Glück muss ich heute noch sagen, dass wir damals telefoniert haben, sonst wäre das Projekt nicht möglich gewesen, glaube ich. Und muss auch gleich an dieser Stelle mal so machen, ja, 2 Daumen hoch, also wirklich Service perfekt und alles. Wir haben schon Stunden verbracht, auch hier mit Kleinigkeiten, wo wir hier was ausgemerzt haben, weil der Andreas immer gesagt hat zu mir, ey, du bist ja verrückt, ja, so viel Länge und so viel, ja. Aber wirklich, ich muss sagen, es funktioniert top und ich steuere eben mit iTrain und eben mit den Logstore-Komponenten. Mit 8 GBMPs, ne? Genau, ja, hauptsächlich, 8 GBMP und eben dann jetzt beim Stellwerk, was wir dann zwischendurch auch sehen werden, ist eben auch ein Shift Commander dran. Und, ja. Mit den RM16 dann als Genau. Rückmeldung für die einzelnen Tasten Genau, ja. und so weiter. Ja. Ja. Die Busse sind natürlich auch sehr lang, ne? Also das kann man natürlich hier der Größe her erkennen, dass wir hier wirklich lange Kabelwege auch haben, aber bis dato kein Problem eigentlich. Ich muss sagen, also wirklich perfekt. Hatte noch nie so stabiles Netzwerk und ich habe schon viele Anlagen, nicht in LGB-Form, aber so im HANUR-Sektor gesehen, mitgebaut und was wir hier eben bei den Rückmeldebussen eben meistens scheitert es eben daran. Ja, das ist richtig. Geisterzüge und irgendwelche Geisterrückmeldungen. Das ist natürlich der Punkt, das Auge. Ja, Ja, die Rückmeldung ist natürlich das Auge der Ja. Software und wenn Ja. das schon nicht richtig geht, dann Ja. hast du ein Problem. Ja. Das ist richtig. Und mit den ganzen Aktionen und danke für den Meister der Aktionen. Ja, Also absolut. ich hab das ausgenutzt bis aufs letzte Detail und und wirklich, es gibt nichts, was mit iTrain nicht geht, sage ich einmal. Also es wird wirklich für jeden sage ich einmal, Anwender das Richtige gemacht, wenn man es dementsprechend nutzt. Ja. Es gibt halt mehrere Wege, die nach oben Natürlich, führen, ja, bei ja, iTrain. ja, Also es gibt ja. Leute, die fahren nur mit Routen, es gibt Ja. Leute, die fahren nur mit Gattungen, die Genau. ignorieren diese Hilfsfunktionen komplett, weil sie es einfach auch nicht brauchen. So ist es, Weil immer ja. die Frage, was brauche ich, Was aber brauche ich, schön ja. zu wissen, Ja. dass ich kann. Ja, genau, Also ja. können oder brauchen, So ist haben es. ist besser wie brauchen. Ne? Genau, so Und, ist es, ja. Das ist natürlich auch bei iTrain Ja. immer wieder nett zu sehen, wobei solche Dinge natürlich auch mit anderen Softwarelösungen wie Digipad auch schon möglich sind. Du hattest ja vorher auch Stellwerk in einem Einsatz, wo dann der Automatikbetrieb aber nicht so ausgereift eben war, Genau. wie es jetzt dann bei iTrain ist. Einfach, wenn auch Leute kommen. Ne? Und das Ja. ist, denke ich, auch noch eine Ja. wichtige Sache. Kann man sich das Ding denn auch mal hier anschauen? Ja, also ich bin sehr, sehr froh immer, wenn wer kommt. Also ich mache auch gerne so kleine Führungen. Gegen Voranmeldung natürlich überhaupt gar kein Problem. Es gibt 2, 3 Tage im Jahr, wo ich sowieso öffentlich dann fahre. Und wann sind die? Die sind immer von 15. August bis 17. August. Okay. Also da zwar im Hochsommer, aber es ist bei uns Gott sei Dank das Wetter oft sehr, sehr stabil und man kann dann schon ganz schön Betrieb machen. Also Und falls jemand hier Urlaub macht, Ja, zufällig genau. in dieser Zeit, Kommt vorbei. Kommt vorbei. Wie kann man einfach vorbeikommen oder muss man dich anschreiben? am besten dann blendest du eine Mailadresse Sehr ein oder gerne so. blenden wir dann unten mit ein. Ja, eine Mailadresse, schreibt mir einfach ganz kurz und ich gebe euch dann die Adresse, wenn wir kurz dann gesprochen haben oder geschrieben haben, dann kommt einfach vorbei. Vorrangig am Wochenende, da bin ich sicher zu Hause und Ja, dann machen wir ein bisschen Betrieb. Ne? Super. So, dann erzähl uns mal, was wir denn jetzt hier sehen. Ja, das ist eine sehr interessante Anlage. Das ist ein Stellwerk der Bauart SBW EM55 aus den 55er Jahren. Das Stellwerk war sehr beliebt in Österreich. Es ist ein elektromechanisches Kraftstellwerk. Das heißt, wir haben eine Gleisbildtafel, wo wir anhand der Leuchtmelder sehen, was am Bahnhof so abgeht, quasi. Und wir haben das sogenannte Schalterwerk, wo alle Fahrstraßen sozusagen mechanisch und elektrisch
verriegelt und verschlossen werden. Das heißt, wir stellen an der Gleisbildtafel den gewünschten Fahrweg ein mit den einzelnen Weichen und machen dann hier die sogenannte Fahrstraßenfestlegung mit den einzelnen Fahrstraßensignalschaltern. Alles funktioniert quasi im Dualmodus, das heißt bei mir, ich kann das Stellwerk hier örtlich bedienen oder ich kann das Stellwerk zur Fernbedienung komplett iTrain überlassen. Das heißt, ich fahre quasi über iTrain und sehe hier nur wirklich, was am Bahnhof abgeht, sehe, wo welcher Zug steht, sehe die Weichenstellungen und die Signalstellungen. Oder ich kann das Stellwerk eben auf die sogenannte Ortsbedienung schalten. Das heißt, ich bin hier dann der Fahrdienstleiter. Die Züge kommen per iTrain bis zum Einfahrsignal, halten hier durch die Stopphaltung sozusagen an und ich entscheide dann, welcher Zug welches Gleis befährt und auch anhand des sogenannten Streckenblockpfeiles kann ich die gewünschte Fahrtrichtung des nächsten Zuges einstellen. Das heißt, ich sage iTrain technisch, du kannst einen Zug vom Nachbarbahnhof schicken oder ich drehe dir die Richtung um, ich schicke dir jetzt einen Zug. Ja? Das heißt, es kann nie auf dieser eingleisigen Strecke zum Gegenzugverkehr kommen. Und gesteuert wird das Ganze über den Lodi S88 Commander? Genau. Sowie auch den Shift Commander, Jawohl. wenn du die Ausgabe dann machst. Ja, genau. Es sind hier eigentlich 9 Stück FL16 Operatoren eingebaut, alles mit schnellem Bus, damit wir hier das schöne weiche Aufleuchten dieser eingebauten LED-Lampen eigentlich widerspiegeln, wie es damals mit den Glühlampen war. Das ist eine sehr angenehme Ausleuchtung. Es geht nicht so zackig, sondern wir haben wirklich hier diese Lampe 1 eingebaut sozusagen und damit eben hier das schöne weiche Aufleuchten. Wenn ich hier mal eine Weiche umstelle zum Beispiel, hier sieht man auch den Weichenlauf. Die Weiche stellt sich und erst wenn sie dann die Endlage hat, kommt es hier wieder zum Dauerlicht am Weichenlagemelder. Es hat jetzt auch draußen geklickt, man Ja. hört es natürlich Ja. nicht hier drin, Ja. wahrscheinlich nicht auf dem Mikrofon, aber ich kann euch sagen, draußen klicken jetzt die Weichen. Ja, genau, so ist es, ja. Und diese ganzen Taster und hier diese ganzen Schalter werden eben über die RM16 von Lodi eingelesen. Da habe ich eben auch hier am Stellwerk einen eigenen Commander sitzen, weil das Stellwerk doch etwas weit von der Anlage entfernt ist. Es ist ja wie in Realität. Also der Fahrdienstleiter hat hier nicht unbedingt die Züge ganz genau im Blick, weil er sich ja hier auf das Stellwerk konzentriert. Wir müssen wirklich wie aus einer Fahrdienstleitung dann den Raum sozusagen verlassen, damit wir wirklich den Bahnhof und die Züge sehen. Und jetzt können wir hier im Prinzip einen Zug manuell auch einfahren, ne? Wenn einer vor den Signalen steht, richtig? Genau, ja. Das heißt, wenn wir einen Zug hier stehen hätten, momentan ist keiner da, hier befindet sich einer in der Abfahrt, dann kann ich eben hier sozusagen anhand dieser Weichenlagen eben sehen, wohin der Fahrweg führt, in dem Fall auf Gleis 2, ja. Und ich hätte hier verschiedene Fahrstraßensignalschalter, mit denen ich dann die Fahrstraßen festlegen kann. Das heißt, ich nehme jetzt unabsichtlich eine falsche Fahrstraßenanwahl und will hier auf Gleis 1 fahren. Das wird wirklich mechanisch, man hört es hier gehemmt, ich kann hier nicht weiterdrehen. Da gibt es große, dicke Prüf- und Sperrmagnete im Hintergrund, die mit 63 Volt arbeiten, Spulen, die hier das Ganze quasi mechanisch und elektrisch versperren. Nehme ich den richtigen Schalter für diese Fahrstraße, den A2, dann wird hier dieser Drehweg enthemmt sozusagen und ich kann die Fahrstraße, man sieht hier, sie ist erstmal eingelaufen, quasi elektrisch festlegen. Das Signal bleibt noch in Haltstellung, weil hier nur mal der Fahrweg und die Fahrstraße festgelegt ist. Kann aber die Fahrstraße grundsätzlich jetzt nicht mehr auflösen. Also es würde auch hier dieser Hebel gesperrt, denn die Zugfahrt, die nächste, könnte ja bereits erfolgen. Da ich auch im wirklichen Leben Fahrdienstleiter bin, ist das natürlich eine lustige Spielerei, die ganze Sicherungstechnik, wo es große Relaisräume gibt, hier im kleinen Maßstab nachzustellen. Freistellung des Signals dann über die 90-Grad-Stellung. Das Einfahrsignal zeigt in dem Fall den Fahrtbegriff und das Ausfahrvorsignal für die Kollegen aus Deutschland VR0, ja, also Halt erwarten, weil ja das nächste Ausfahrsignal dann den Haltbegriff zeigt. So, eine Störmeldung kam an, weil wir eine Taste quasi zu lange betätigt haben. Hier werden sogar diese Tastenkontakte überwacht und auch die Spulen werden überwacht. Das heißt, ist eine Spule zu lang angezogen, kommt es hier zur Störmeldung. Ja, also der nächste Zug könnte jetzt in dem Fall kommen, könnte hier auch einfahren auf diesem Gleis und hier habe ich dann gleichzeitig mechanisch die anderen Ausschlüsse. Also es würde hier
mechanisch dann quasi auch die anderen Fahrstraßen versperrt bleiben. Dann würde ich sagen, holen wir doch mal einen Zug her. Und Ja, genau, mal, ne? so ist es. Dann zeigen wir eine Einfahrt. So, hier hinten kommt jetzt langsam der Zug angefahren, bis vor die Stelle, wo der Karl-Heinz gerade erklärt hat, dass wir dann mit dem Fahrpult übernehmen können, mit dem alten. Und das hier ist im Prinzip die Strecke, die hier abgebildet wurde. Der Zug wird dann hier vor diesem Signal stehen bleiben. Da fehlt jetzt noch ein Signal, das wird auch noch aufgebaut, aber der Teil hier ist ziemlich neu. Wir hören es jetzt auch schon drin, das Klingeln, das heißt, er hat jetzt schon registriert, dass hier auch der Zug ankommt. Und jetzt gehen wir mal rein und dann zeige ich euch jetzt, wie das Ganze dann drin funktioniert. Ja, also wir haben jetzt gesehen, dass unser Güterzug hier mit dieser Doppeltraktion schön am Einfahrsignal A gehalten hat. Wir wollen, da es ein Güterzug ist, den Zug auf Gleis 3 reinlassen. Nimmt der Fahrdienstleiter jetzt quasi diese Handfalle des Fahrstraßensignalschalters A3 in die Hand und dreht ihn Richtung A3, wird nichts passieren. Denn die Weiche 2 steht in dem Fall in die falsche Stellung für Gleis 1. Die wollen wir erst einmal umstellen. So, Weiche hat Endlage nach Gleis 3. Alle Gleisabschnitte vom Einfahrsignal nach Gleis 3 sind quasi frei von Fahrzeugen, haben keine Besetztmeldung. Das ist eine sogenannte Fahrstraßenprüfung. Und dann geht's los. Wir nehmen dann jetzt diesen Fahrstraßensignalschalter, stehen dann auf die 20 Grad Stellung. Der Fahrweg wird gebildet, festgelegt in der 45 Grad Stellung. Und in der 90 Grad Stellung jetzt erfolgt die Signalfreistellung. So, am iTrain selber ist auch das Signal dann und die Route da. Das heißt, wir fahren jetzt auf Gleis 3. Die Routenautomatik sagt, alle 3 Gleise kannst du befahren und deswegen kann ich hier eben aussuchen, dann welches Gleis. Der Zug überfährt jetzt das Einfahrsignal. Das wird dann in Kürze akustisch auch gemeldet, wenn die Einfahrt stattgefunden hat. Es dauert etwas, weil der Zug ist ziemlich schwer, er beschleunigt recht langsam. So. Einfahrsignal geht in den Haltbegriff zurück und je nach Örtlichkeit des Zuges werden jetzt die Weichen, die sich einzeln, also quasi mit Isolierungen befinden, einzelne Rückmelder haben, dann sukzessive rot ausgeleuchtet. Die Weißausleuchtung verlischt. Die Lok hat in der Zwischenzeit das Gleis 3 erreicht, aber der Zug ist ziemlich lang, deswegen auch hier diese lange Rotausleuchtung nach hinten. Wunderbar. Es ist bereits ein weiterer Zug unterwegs. So, sehen wir hier dann im iTrain. Gut, der Zug hat das Gleis 3 vollständig erreicht. Der Fahrdienstleiter hat jetzt die Aufgabe, diesen Fahrweg wieder rückzunehmen. Das erkennen wir an dem Blinklicht und an der akustischen Meldung. Es wird Zeit, die Fahrstraße rückzunehmen. Wir lösen die Fahrstraße auf und wenn Andreas dann rausfilmt, steht der Zug vor der Haustür grenzfrei auf Gleis 3. Ja, und hier steht er auch, der Zug. Und von da an kann er entweder jetzt wieder mit der Software übernommen werden oder du kannst ihn händisch auch wieder abfahren, ne? Natürlich, ja. Richtig, genau. Du was sagen, oder? Sehr gerne. Ja. Also hier haben wir das Lupenbild quasi von diesem Stellwerk. Es hat, glaube ich, 2 Monate gedauert, hier rein die einzelnen Programmierschritte zu machen, damit es wirklich so funktioniert wie in Wirklichkeit. Hier habe ich alle Leuchtmelder, quasi, die dann über diesen Operator angesteuert werden, abgebildet. Und hier sehe ich dann alle Aktionen, die quasi meine Schalter machen und die ganzen Fahrtausschlüsse auch. Also das, was eigentlich die Relais gegenseitig versperren, mache ich eben hier mit Aktionen. Und es sind jetzt in der gesamten Anlage 642. Also er ist der Meister der Aktionen, ne? Kann ich sagen. Wir haben auch schon viele Aktionen gemacht, aber das hier, Leute, das ist der Oberhammer. Es blendet leider ein bisschen, aber, aber ich glaube, man kann es erkennen, dass das schon eine hohe Kunst ist, die du da gemacht hast. Ne? Also ganz klar. Ja, vor allem die ganzen Situationen, die dann eventuell noch passieren könnten. Ja, dass man vielleicht eine Aktion stoppen muss, weil die gerade läuft, aber eben gerade ein anderer Basus stattfindet oder eine andere Rückmeldung da ist, die wichtiger ist und man muss dann die andere abbrechen. Also es war schon sehr viel Tüftelei und ich habe das wirklich im Wohnzimmer programmiert. Meine Frau hat abends Fernsehen gesehen und ich habe den Stelltisch am Küchentisch gehabt und habe hier über die Couch quasi hier meine Fahrstraßen eingestellt in der Nacht, habe schon gesehen, was hier alles leuchtet. Aber die Praxis sagt dann natürlich wieder, als das
Gleisbild mit dem Stellwerk verheiratet wurde, wieder was ganz was anderes. Also wir haben dann, Züge hatten nicht alle Meldeachsen, es waren dann zwischendurch die Rotausleuchtungen verschwunden. Ich musste wirklich die gesamte Zeit der Ausschaltverzögerung der 5000 Millisekunden der Rückmelder nutzen und auch noch die Aktionen verzögern, damit wirklich eine exakte, schöne Ausleuchtung der Reihe nach stattfindet. Aber hat geklappt. Ja. Ist super beeindruckend. Ja, ja, und ja. Wirklich klasse. Genau, jetzt haben wir hier noch ein Stellwerk und ich gebe jetzt nochmal das Mikrofon rüber, dass du nochmal erklären kannst, Sehr was gerne. wir hier denn jetzt machen können. Ja, also sehr interessante Technik auch. Das Stellwerk der Bauart der Deutschen Einheit war auch in den deutschen Stellwerken oder ist auch heute noch in den deutschen Stellwerken sehr oft verbaut und zu sehen. Dieses Stellwerk habe ich auch abgebaut. Das war eine lustige Geschichte. Ich war als Lokführer unterwegs und kam an einem Bahnhof an und der Fahrdienstleiter stand hier im Freien und war eigentlich recht traurig und hat gesagt, ja, du hast heute noch Glück, morgen wird der Bahnhof abgerissen. Ja. Sag ich, aha, kann ich noch ein Foto machen von dem Stellwerk? Ja, komm rauf und ich hatte ja einen Gegenzug abzuwarten. Und dann sage ich, was passiert mit dem Zeug? Ja, sage ich, das wird morgen abgerissen. Gut, ich kam vom Dienst nach Hause, schnappte den Anhänger, habe alles in die Wege geleitet und wir sind dann zu 5, den nächsten Tag um 5 Uhr zu diesem Bahnhof gefahren und haben das Stellwerk dann wirklich gegen einen kleinen Obolus, eine Kiste Mineralwasser bekommen, einen Kasten Mineralwasser, ja, und habe das dann zu Hause gleich wieder aktiviert. Es sieht so aus, es steuert einen Abzweig hier am Gleisbildstellwerk zu sehen, eine Abzweigstelle, die wirklich in LGB-Form dann vorhanden ist, mit schönen Formsignalen, hier drüben sieht man sie. Die Formsignale haben nicht den EPL-Antrieb, sondern sind mit Servo-Antrieben ausgestattet. Dann hat man eben das schöne Flackern hier dieses Flügels. Und die Besonderheit ist hier diese Weiche. Diese Stellwerke hatten ja die Eigenschaft, das waren Drahtzugstellwerke, das heißt, die Weiche wurde per Drahtzug umgestellt und das habe ich nachgebildet. Das heißt, diese Weiche wird wirklich mit einem Stahlseil 0,2 mm Quadrat wird hier diese Weiche in ca. 8 Metern Entfernung per Hebel umgelegt. Ich habe hier rein nur einen Endschalter hier, damit ich die Rückmeldung habe, wo die Weiche hinsteht. Das heißt, wenn ich hier wirklich den Hebel mit der Handfalle ziehe und diesen Hebel dann umlege und er rastet wieder ein, steht die Weiche dann wirklich, wie hier zu sehen, auch in die Ablenkung. Und das können wir gerne auch anschauen. Machen wir gleich noch ein Video. Jo. Also wir befinden uns jetzt beim dritten Stellwerk. Das ist ein Stellwerk aus 1903, Baujahr 1903 von Siemens und Halske. Die ehemaligen Südbahnstellwerke waren in Österreich sehr verbreitet und hier ist ein sogenannter Blockkasten noch voll restauriert und auch wieder mit Lodi-Komponenten verbunden und durch iTrain quasi gesteuert. Das ist ein zweigleisiger Bahnhof, hier kann ich eben die Weichen schalten und mit diesem schönen Blockwerk mache ich dann die Fahrstraßensicherung per Kurbelinduktion. Das ist eine tolle Sache. Also wenn ich die Weiche nach Gleis 2 umstelle und an die Fahrstraße festlege, wird das eben hier versperrt und wenn wir da draus schauen, der Zug fährt gerade jetzt aus Gleis 2 ab. Das Signal ging auf und fährt dann los. Hat der letzte Wagen quasi das Einfahrsignal der Gegenrichtung erreicht, erfolgt die Fahrstraßenauflösung. Das sieht man hier, das Blockfeld wird quasi wieder entblockt. Und dann, wenn hier wieder die Fahrstraße entblockt ist, kann ich wieder die Weiche in Umstellung bringen und das war eigentlich eine Zugfahrt. Super. Ja, Mensch, dann kann ich nur sagen, guckt es euch an, wenn ihr hier in Österreich seid oder auch fahrt hierher, um es euch anzuschauen. Ja. Österreich ist immer eine Reise wert. Ja, wir sind ja auch hier in der Weingegend. Wir haben super, wer das kennt, der Heurigen und super tolle Gasthäuser. Und Andreas war heute schon eingeladen zum Mittag. Ja. Das war super, wirklich. Also die Gegend ist auch schön. Also man kann hier es wirklich aushalten. Und Mensch, super, danke, dass ich heute da sein durfte. Gerne. Das ist eine große Ehre für mich auch. Ja. Dann, wir sehen uns. Bis dann. Gut. Ciao, macht's gut.